Servus Leute, ich bin der Matti und ich begrüße euch Chef Outdoor Kitchen, meinem Kochkanal. Irgendwie habe ich total Bock auf richtig guten Schinken. Ja, was macht man, wenn man Bock auf richtig guten Schinken hat? Man geht zum Metzger und kauft sich welchen. Ja, das ist für mich leider nur eine Alternative, weil ich bin da ein bisschen eigen, was Schinken angeht. Ich hasse es, mich selber zu loben, aber mein Schinken schmeckt am besten. Ja, und in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr aus Schweinefilet ganz leckeren Schinken macht. Ich habe 3 schöne Schweinefilet gekauft und dann zeige ich euch eine fast schon vergessene, traditionelle, ganz alte Form der Fleischveredelung, nämlich Aschereifung. Ja, letztes Jahr habe ich schon einige Videos zum Thema Schinken, Wurst herstellen, Kalträuchern gemacht und da kam immer wieder in den Kommentaren, ja toll, will ich auch gern machen, nur habe ich keinen Platz, irgendwie einen Räucherschrank aufzustellen und der ganze Rauch und. Ja, gar kein Problem, für Aschereifung brauchst du nur 2 Dinge, erstens viel Geduld und zweitens viel Asche. Keine Angst, es ist wirklich nur Asche und kein Geld. Ja, wie funktioniert Aschereifung? Ja, wie gesagt, ich habe 3 Schweinefilet gekauft, die werde ich mit Pökelsalz in Eigenlake pökeln, also trocken pökeln in Eigenlake. Dazu werde ich sie noch mit Gewürzen schön aromatisieren. Das Ganze lassen wir mal so eine Woche im Kühlschrank. Ja, dann werde ich die Schweinefilet abwaschen und parieren, also quasi säen, Fett, Silberhaut, alles was nicht sein muss, das schneiden wir weg. Ja, und im Herbst würde ich dann draußen aufhängen zum Durchbrennen, aber wir haben noch Sommer und wie gesagt, das ist nicht gut für das Fleisch, also lasse ich es im Kühlschrank. Das lassen wir dann ungefähr noch mal so 7 Tage durchbrennen, dass die Oberfläche so trocken wie möglich wird und dass das Fleisch Feuchtigkeit verliert. Ja, Holzasche hat den Vorteil, die ist erstens antibakteriell, die lässt keine Luft ans Fleisch, lässt aber die Feuchtigkeit nach außen dringen. Ja, und was ganz wichtig ist, die aromatisiert den Schinken ganz vorzüglich. Der kriegt ein wunderbar nussiges Aroma, dann noch mit den ganzen Gewürzen. Ich kann euch nur sagen, das Ganze ist der absolute Oberhammer. Sowas könnt ihr gar nicht kaufen, das könnt ihr nur selber machen. Ja, und ein weiterer Vorteil der Holzasche ist, die lässt die Feuchtigkeit nur langsam nach außen dringen. Da habt ihr nicht diesen unschönen Trockenrand am Schinken. Ja, wegen dem Behälter möchte ich noch was sagen. Manche machen das irgendwie in einen Karton und stanzen da Löcher rein. Ich mache das nicht. Ich habe so eine schöne Holzbox aus naturbelassenem Holz. Da habe ich oben am Deckel alle 5 cm Löcher reingebohrt, damit die Feuchtigkeit abfließen kann. Und ja, so ein Karton, das ist mir irgendwie, keine Ahnung. Erstens sieht es nicht schön aus und zweitens ist mir die Gefahr doch zu groß, weil Karton zieht ja auch Feuchtigkeit und das Ganze schimmelt. Ja, kann ja jeder machen, wie er will, aber ich nehme so eine Holzbox und ganz wichtig, wenn ihr das später dann im Keller am besten lagert, legt es nicht direkt auf den Boden wegen der Feuchte, sondern legt irgendwie noch so 2, 3 Hölzer unten drunter, dass das Sauerstoff zirkulieren kann, damit sich kein Schimmel bildet. Ja, ich denke mal, jetzt habe ich genug gequatscht. Lasst uns Schinken machen.
Wahnsinn, wie das riecht. Und es ist wirklich ein Aroma, das sehr, sehr schwer zu definieren ist. Ich würde es irgendwie als nussig und würzig bezeichnen. Ja, ich habe das Schweinefilet jetzt 3 Wochen lang reifen lassen. Die Konsistenz, die ist noch wunderbar zart. Ja, wie lange ihr das reifen lässt, ist Geschmackssache. Ich würde so sagen, 3 bis 4 Wochen ist optimal. Bedenkt, je länger das drin ist, desto mehr Feuchtigkeit verliert das Ganze, desto fester wird der Schinken. Ja, das ist auch für mich Premiere. Ich bin total gespannt, wie es schmeckt. Ich mache nämlich das erste Mal Schweinefilet in Aschereifung. Bis jetzt habe ich nur selbstgemachte Wurst auf diese Art und Weise gemacht. Und ich kann euch sagen, der Geschmack, der war absolut überwältigend. Ja, jetzt gehe ich die Kollegen erstmal unter kaltem Wasser abwaschen, dann lasse ich sie noch mal in der frischen Luft reifen und dann schneiden wir das an und schauen mal weiter, schauen wir mal, was daraus geworden ist. Aber ich glaube, das wird sehr gut und ja, lassen wir uns überraschen. So, ich habe es jetzt mal einen Tag reifen lassen und jetzt mache ich mal einen Geschmackstest. Ganz ehrlich, Leute, da fallen mir einfach keine Superlative ein. Das ist einfach nur... Ja, der Geschmack, das ist einfach wow. Ja, da fehlen mir irgendwie echt die Worte. Ja, das ist wirklich Schinken, nicht von dieser Welt. Der Geschmack ist überwältigend, also ich kann euch wirklich nur raten, probiert es aus, macht es nach. Wie gesagt, da brauchst du keinen Räucherschrank, Asche, ein Karton, gutes Fleisch, Pökelsalz, paar Gewürze und ja, ihr werdet sehen, also das ist wirklich extra klasse, kann jeder nachmachen und ich werde es mit sich... Ich muss mal schlucken, mir läuft voll die... Ich muss echt mal schlucken, mir läuft voll die Suppe hier. Ich will noch mal reinbeißen. Ja, ich gehe jetzt Schinken essen. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ich ein paar Leute animieren kann, das mal nachzumachen. Ich würde mich wirklich total riesig über ein Feedback freuen. Schreibt mir. Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wer sich für Schinken und Wurst machen interessiert und das Räuchern, und schaut euch auch mal meine anderen Videos an. Da folgt jetzt in nächster Zeit auch viel mehr. Der Herbst beginnt, die Räuchersaison startet. Ja, da freue ich mich immer riesig. Ansonsten in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Euer Matti.